Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Objektorientierung in C++. Heute geht es um das Überladen von Operatoren. Also zunächst einmal das, was wir hier schon gemacht haben, beziehungsweise das ich schon mal vorgefertigt habe. Das ist eine Klasse Vektor, die einfach nichts hat außer 3 Doubles. Diese 3 Doubles werden im Konstruktor initialisiert. Und sie hat eine Funktion oder eine Methode printMe, die einfach den Vektor hübsch formatiert ausgibt, nämlich genau so. Der Vektor ist 555, hier, das war Nukular, den ich hier ausgegeben habe. Genau, so kann man die auch dann erstellen, also über einfach die Zahlen eingeben und dann eben ausgeben. Okay, so jetzt wollen wir Folgendes machen. Vektoren sind im Raum gelegene Objekte, also sagen wir mal, ihr stellt euch einfach einen Raum vor, einen dreidimensionalen Raum, am besten guckt ihr mal in die Zimmerecke, das ist 0, 0, 0 und jetzt gehen wir ein Stückchen nach rechts von der Zimmerecke aus und ein Stückchen nach rechts, das erhöht die erste Koordinate, ein Stückchen nach oben, erhöht die zweite Koordinate und ein Stückchen nach vorne oder nach hinten, je nachdem welche Ecke ihr genommen habt, erhöht die dritte Koordinate. Okay, also das wäre jetzt zum Beispiel die eine Möglichkeit, wie man hier einen Vektor sich vorstellen könnte, falls ihr noch nie damit gearbeitet habt. Für die Leute, die damit schon gearbeitet haben, die kennen es eh. Okay, so jetzt möchte ich natürlich hier zum Beispiel zwei Vektoren addieren können. Das heißt, ich möchte Nukular auf Number of 911 drauf addieren. Und das kann ich theoretisch so machen, dass ich am Ende Vektor, keine Ahnung, Bart die ist gleich Nukular plus Number of 911. Hätte ich ganz gerne. So würde ich das ganz gerne machen und dann würde ich natürlich gerne den dBArt-D-Vektor ausgeben. Oh, was war das denn? Okay. So, wenn ich das jetzt aber mache, dann habe ich das Problem, dass mein Operator plus auf meiner eigenen Klasse nicht definiert ist. C++ macht das natürlich nicht für euch. Das weiß ja nicht, wie es damit umgeht. Wenn ihr hier, sagen wir mal, 5 Vektoren in eurer Vektorklasse drin haltet und dann noch einen Kreis und dann soll irgendwie da plus gerechnet werden, wie zur Hölle soll C++ wissen, wie das funktioniert? Ja, das müssen wir uns selber definieren. Und das geht ziemlich einfach eigentlich dafür, dass es sich so kompliziert anhört. Und zwar schreiben wir uns einfach eine neue Methode, die uns dann einen Vektor zurückgibt. Also das ist ja quasi das Ziel. Bei einer Addition kommt ein Vektor zurück, auch wenn man das nicht so denken würde. Die anderen beiden bleiben ja unverändert. Ich erhalte einen neuen Vektor und kann den natürlich zuweisen. Ich kann natürlich hier auch schreiben Nukular, ohne Vektor vorne dran. Nukular gleich Nukular plus Number of 911. Das geht auch. Aber ich möchte eigentlich einen neuen Vektor zurückbekommen, indem ich das Ergebnis von der Addition dann speichere. Und das, dass wir hier kein Add schreiben müssen, also theoretisch, wenn wir eine normale Methode schreiben, müssten wir hier Add und dann das machen und dann würden wir einen neuen Vektor rausbekommen. Wir wollen das jetzt aber so machen, dass wir hier tatsächlich einfach nur ein Plus schreiben müssen. Und das funktioniert, indem man Folgendes macht, nämlich da gibt es so ein Keyword, das nennt sich Operator, Operator plus und dann kommt hinten dran das, was wir bekommen, nämlich einmal einen Vektor. Und ich würde sagen, wir bekommen einen Vektorstern. Nennen wir ihn einfach mal B. So, und das können wir jetzt einfach hier als Funktion sozusagen ganz normal implementieren. Wir geben eigentlich einen neuen Vektor zurück, nämlich einen Vektor, keine Ahnung. Wobei eigentlich könnten wir direkt return Vektor, ups, nein. Sorry, das wollte ich nicht machen hier. Vektor. Und jetzt den Konstruktor aufrufen. Naja, was wollen wir denn als Konstruktor zurückbekommen? Wir wollen diesen Vektor B und den Vektor, der gerade aufgerufen wurde. Und das ist jetzt das, was neu ist. Wenn ich hier Nukular plus Number of 911 aufrufe, dann habe ich tatsächlich eigentlich die Funktion Nukular.Operator plus und dann 911 als Number of 911 als Parameter reingegeben. Also eigentlich ist es so ein Funktionsaufruf. Und das bedeutet, wir können auf den ersten Vektor, der hier vor dem Punkt steht, ganz gewohnt zugreifen. Nämlich über this oder das, was wir hier schon die ganze Zeit gemacht hatten, einfach über x plus b.x. Zweiter Vektor ist y plus b.y. B ist der Parameter, das heißt Number of 911 hier. Und z plus b.z. Oh, natürlich ein Punkt, kein Komma. Oh, und da fällt mir gerade auf, wir hatten ja hier gesagt, wir benutzen einen Pointer auf einen Vektor. Das heißt, wir müssen das eigentlich so machen. Ups. Und hier hinten natürlich noch das Semikolon. Gut.
Wobei vielleicht ist es doch doof, wenn wir hier den Vektor Stern benutzen, weil sonst müssen wir da unten die ganze Zeit also wenn wir das so machen würden, wie ich es gerade gemacht habe, über den Vektor Stern hier, dann müssten wir jedes Mal, wenn wir Plus rechnen hier, müssten wir auch die Adresse benutzen. Das wäre ein bisschen bescheuert. Deswegen sagen wir hier lieber, wir nehmen einen normalen Vektor b. und b.z. So, okay, jetzt können wir hier tatsächlich diese Funktion nukular.operator plus benutzen, Number of 911. Und dann kommt einfach 1466 raus. So, wenn wir jetzt aber hier ein Plus statt diesem Operator plus schreiben, also hier einfach ein stinknormales Plus, so wie man es von der Mathematik im Prinzip kennt, reinschreiben, dann funktioniert es genauso. Und das ist das Tolle dran. Wir können hier einfach jetzt das ganze Plus hier benutzen, als wäre es keine Funktion. Es sieht nicht aus, als wäre es eine Methode für diese Klasse Vektor, aber in Wahrheit ist das hier der Aufruf nukular.operator plus mit dem Parameter Number of 911. Ziemlich geil, oder? Das heißt, wir können hier wirklich eigentlich so ziemlich alles mitmachen. Und jetzt wisst ihr auch, wie diese String-Klasse entstanden ist. Da hat man einfach auch gesagt, okay, wir können die Operatoren überladen und das funktioniert tatsächlich so. So, was für Operatoren kann ich überladen? Also Plus dürfte klar sein. Ich kann natürlich auch Minus, Mal und Geteilt überladen. Aber was ich auch machen kann, das wird jetzt, also wirklich bitte nur benutzen, wenn ihr euch absolut sicher seid, was ihr macht. Und zwar, ich kann gleich überladen, also wirklich der Zuweisungsoperator. Das heißt, ich kann sagen, ich weise etwas Neues zu und dann passiert irgendwas völlig anderes. Das heißt, dieser Zuweisungsoperator, die gleich Nukular plus Number of 911, der wird verändert, diese Zuweisung hier. Da könnt ihr dann zum Beispiel auf alles noch 1 drauf addieren oder sowas. Das wäre möglich. Dann kann ich klar auch kleiner oder größer überladen. Ich kann gleich überladen. Ich kann plus gleich überladen. Minus gleich mal gleich durch gleich. Ist alles klar. So, und jetzt kommen wir zu Cout und Cin. Da hatten wir das nämlich auch schon gesehen. Ich kann auch diese spitzen Klammern hier überladen, wenn ich möchte. Und da gibt es auch noch die Variante hier dazu, beziehungsweise eben dann natürlich das hier. Ja, ich kann auch ungleich natürlich überladen. Also das ist jetzt gerade nur eine Aufzählung, was ihr da alles machen könnt. Plus, plus, minus, minus, Modulo habe ich glaube ich auch schon gesagt. Die ganzen binären Operatoren wie Negierung, Bitwise OR, Bitwise AND oder Bitwise OR, wie gesagt gerade. XOR Bitwise kann ich auch überladen. Und jetzt wird es ganz, ganz spaßig. Ich kann auch die uns überladen oder, genau. Und was ganz besonders absolut total behindert ist, ich kann den Zugriffsoperator für meinen Vektor Stern überladen. Das heißt, ich kann tatsächlich auch, wenn ich irgendwie eine Klasse habe, also tatsächlich hier den Vektor Stern, ABC ist gleich die Adresse von Nukular, dann kann ich tatsächlich den ABC-File printme Aufruf, diesen ABC-Pfeil, diesen Aufruf, diesen Pfeil kann ich überladen. Das würde ich euch absolut niemals empfehlen, den Operator zu überladen. Da kann man wirklich nicht mehr drauf klarkommen eigentlich. Also in unserem Fall werden wir jetzt hier bei Plus bleiben und ja, das ist so ziemlich alles, was wir hier machen können. Wir können auch noch so Keywords wie New oder Delete, also New oder Delete, können wir auch überladen. Aber da wir diese Keywords eigentlich noch gar nicht kennen, werden wir das auch jetzt nicht machen. Okay, das war's eigentlich zum Operator überladen. Und ja, ihr seht, kann man schon gut gebrauchen, vor allem Plus, Minus, Mal geteilt. Und von mir aus auch noch die Gleichheits- oder Ungleichheitsoperatoren, die sind auch noch sehr, sehr nützlich. Ja, also würde ich euch stark empfehlen zu benutzen in euren Klassen, sobald es natürlich möglich ist. Und das war's von meiner Seite mal wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!